Die Aufklärung ist, glaube ich, der Versuch, die Welt nicht einfach nur wahrzunehmen und nicht einfach nur zu sagen, was schon immer gesagt worden ist, sondern über alles nachzudenken. Und zwar über alles. Das ist, glaube ich, auch ein Zug der Aufklärung, zu sagen, alles ist interessant, alles ist wichtig. Hegel sagt mal an einer Stelle, Aufklärung heißt, alles ist nützlich. Also so eine Verbreitung des Welthorizonts eben auf die ganze Welt. Und Aufklärung ist ein Vertrauen in Wissenschaft. Also als vielleicht wichtigstes Instrument der Welterschließung, jedenfalls für die Aufklärung. Und dann ist Aufklärung vielleicht auch immer ein wenig mit einem erzieherischen Impuls verbunden gewesen. Also mit der Vorstellung, dass das Wissen nicht genug verbreitet ist, dass die Kenntnisse häufig arm sind und dass man es den Leuten, oft wurde an Landbevölkerung gedacht, das ist ja entstanden in einer gesellschaftlichen Situation, in der die allermeisten Leute auf dem Land lebten, anders als heute, in der sozusagen das städtische Wissen auf dem Land verbreitet werden soll und ja, mittels Erziehung, mittels Schulen, was manchmal das Problem mit sich brachte, dass die Aufklärer dann so als Volkserzieher auch ein bisschen in der Gefahr standen, sich für zu kenntnisreich zu halten und zu unterschätzen, was es an Kenntnissen schon gibt und die sie vielleicht gar nicht haben, Kenntnisse, die auf dem Land verbreitet sind. Also das würde ich sagen, diese drei Komponenten, alles, über alles nachzudenken, wissenschaftlich nachzudenken und daraus dann so Bildungsfolgen zu ziehen. Ich glaube, im 18. Jahrhundert würde man als Strukturwandel der Öffentlichkeit beschreiben, das Aufkommen von Zeitschriften, von gelehrten Gesellschaften, von Salons, von Cafés, in denen Dinge diskutiert wurden, die vorher nicht so häufig diskutiert wurden. Wenn man daran denkt, dass die Parlamente, wo es sie überhaupt gab, also in Großbritannien zum Beispiel, eigentlich geheim tagten. Es kam nicht heraus, worüber die eigentlich redeten. Es gab sogar Verbote, darüber zu berichten. Also Politik als eine geheime Angelegenheit, Staatsarkana, das ändert sich dann in dieser Zeit, oder es wird jedenfalls die Forderung gestellt, dass das so nicht weitergehen kann, dass die Bürger, eine Oberschicht von alphabetisierten und ja, intellektuell geschulten Leuten, gerne mitreden wollen und darüber reden wollen und auch die politischen Entscheidungen der einer Reflexion aussetzen, dass man fragen darf, ist das richtig, was da entschieden wird, wohin führt das, was wollen wir? Und das dann eben, wie gesagt, mittels dieser Interaktion, Café, Salon, Gelehrtengesellschaft und mittels Druckerzeugnissen, also Schriften, geschehen soll, diese Reflexion. Insbesondere der Politik, aber wie gesagt auch aller anderen Dinge. Wenn man jetzt auf heute geht, ist mein Eindruck, dass wir zum einen eine Vervielfältigung dieser Idee haben. Ja, durch das Internet ist jeder sein eigener Publizist, jeder sein eigener Redakteur geworden. Es gibt keine Publikationsgrenzen in dem Sinne mehr. Ja. Auch Zensur ist sehr, sehr schwer auszuüben. Selbst dort, wo, sagen wir, in China oder in Russland das versucht wird. Also alle können zumindest publizieren. Das tun nicht alle. Manchmal unterliegen wir dem Irrtum, als wären alle auf Twitter. Das ist natürlich auch wiederum nur eine Minderheit. Aber es könnten alle, ganz leicht. Und der Strukturwandel der heutigen Zeit ist also einmal diese Verbreiterung in die ganze Bevölkerung hinein, die dann auch lesen kann, das alles. Das ist ja auch ganz niederschwellig. Man muss häufig nicht mal etwas dafür bezahlen, also anders als im 18. Jahrhundert diese Zeitschriften oder Bücher, das waren ja teure Kommunikationsmedien. Heute ist das alles relativ preiswert. Aber es ist nicht nur diese Verbreiterung,
sondern das würde ich sagen gegenüber dem dann entstehenden Zeitungswesen oder dem Fernsehen oder dem Radio, es ist fast organisationsfrei. Das heißt, es gibt gar keine, es gibt eine Plattform, wie das dann heißt, aber die Plattformen sagen, wir zeigen es nur. Wir sind keine Verlage, wir sind keine Herausgeber. Das hat für Sie auch den Vorteil, dass Sie dann, wenn es strafrechtlich relevant wird, sich einen schlanken Fuß machen können und sagen, ja, wir haben es ja gar nicht geschrieben. Wir verantworten es presserechtlich gar nicht. Aber es heißt auch, dass auf die Texte niemand mehr draufschaut. Also während das Fernsehen und das Radio und auch die Zeitung ja so eine Art Abnahme kennen, dass man sagt, jemand schreibt etwas und dann muss es noch jemand anderes lesen, mindestens eine Person muss es redigieren. Eventuell berät eine Konferenz darüber, ob es überhaupt geschrieben werden soll, ob es gedruckt werden soll. Dann kommt irgendwie ein Korrektorat und versucht, der Rechtschreibfehler Herr zu werden. Das ist natürlich in dieser Welt, dass jeder ist sein eigener Publizist, nicht mehr der Fall. Auf diese meisten Texte schaut einfach gar niemand mehr drauf. Und man könnte jetzt so etwas ironisch sagen, so sehen sie dann auch oft aus, diese Texte. Also diese zunehmende Inklusivität hat ein bisschen einen Preis, der natürlich auch wiederum gefeiert werden kann. Also man sagt, die Journalisten, das sind so Gatekeeper und die halten bestimmte Dinge draußen. Das kann jetzt gar nicht mehr geschehen. Sie haben die Konkurrenz durch Leute, die sich einfach hinsetzen und etwas schreiben und keinen Verleger brauchen, um das in die Druckfassung sozusagen zu befördern. Sie können auch ein Buch schreiben und ohne Verleger stellen es einfach ins Internet und sagen, lest das so. Aber wie gesagt, das ist eine gestiegene Freiheit, könnte man sagen, des Publizierens, aber gleichzeitig mit einer Art Qualitätsproblem. Was wir auch daran sehen, das haben wir jetzt in unseren Tagen sehr häufig, dass Leute etwas schreiben und 2 Tage später hätten sie es lieber nicht geschrieben oder hätten nicht lieber unterschrieben beim offenen Brief oder nehmen es zurück und sagen, tut mir leid, wobei das noch der gute Fall ist, wenn Sie sagen, es tut mir leid, häufig löschen Sie es einfach oder es bleibt halt stehen. Aber das wäre das wären so 2 Elemente eines Strukturwandels in unserer Zeit, den ich sehe, der das verändert, was wir Öffentlichkeit nennen. Also das Internet hat es mit sich gebracht, dass die Zahl unserer Leser immens gestiegen ist. Wir haben Tage, an denen haben wir 2 Millionen Abrufe auf unserer Webseite. Das hatten wir natürlich durch eine gedruckte Auflage niemals, 2 Millionen Leser. Es gibt dann, das ist so eine Fußnote, natürlich ein ökonomisches Problem, dass das halt auch sehr viele Leser sind, die wenig oder nichts dafür zu zahlen bereit sind. Aber das ist ein wirtschaftliches Problem der Zeitung, kein publizistisches. Also eine große Ausweitung der Leserschaft, eine Verdichtung der Information, die wir über die Leser haben, denn das ist ja der Unterschied zu einer gedruckten Zeitung, die sie einfach ausliefern. Und ob das dann jemand liest oder nur Fische darin einwickelt, können Sie ja gar nicht ermitteln. Man könnte sagen, für einen Geschäftsführer, dem wäre das auch egal, was die Leute dann mit der Zeitung machen. Im Netz ist das ja anders. Sie sehen genau, wie lange die Leute auf welchen Texten sind, welchen Text sie lesen, nachdem sie einen anderen gelesen haben, wofür sie sich besonders interessieren. Und sogar bei diesen kleinen Abonnements, also Sie sehen einen Text, klicken den an und dann sehen Sie, den kann ich nur zu Ende lesen, wenn ich ein kleines Abonnement abschließe. Und dann machen die Leute das oft. Oft kündigen sie dann sofort in derselben Sekunde, weil sie wollen nur diesen Text lesen. Und dann sieht man, welche Texte sind das, die dieses Leserinteresse auf sich ziehen. Und das können Sie sich vorstellen, hat in einer Zeitung große Wirkung, ja, weil dann ja die Frage aufkommt, sollten wir mehr von dieser Sorte Texte haben, mehr von dieser Sorte Texte über ein bestimmtes Thema.
Dann merkt man aber sofort, das kann man auch übertreiben, weil die Leute natürlich, wenn sie sich für ein Thema interessieren, sich nicht für 20 Texte zu diesem Thema interessieren, sondern vielleicht nur für ein oder für 3, man weiß es nicht. Und es ist auch sehr unterschiedlich. Man darf also nicht annehmen, dass die Leute immer auf Sex and Crime gehen oder so etwas oder auf Hafermilch. Es ist die Bandbreite der Texte, die ein großes Interesse finden, ist sehr groß thematisch. Das führt zu der Frage, was für Leser möchten wir eigentlich oder stellen wir uns vor? Denn wenn man schreibt als Journalist, stellt man sich ja auch immer irgendwie Leser vor. So. Und ja, also einmal glaube ich, stelle ich mir Leser vor, die sich in den Sachen, über die ich schreibe, auch ein bisschen auskennen. Also wenn wir über Rechtsfragen schreiben, stellen wir uns eigentlich vor, dass wir uns nicht blamieren wollen vor Juristen oder medizinische Fragen nicht blamieren wollen vor Ärzten oder wenn wir über die Schule schreiben, dass Lehrer das irgendwie erträglich finden, was wir schreiben oder informiert, dass die irgendwie sehen, wir haben uns Mühe gegeben, wir haben vorher ein Buch gelesen oder einen Aufsatz oder eine Reihe von Aufsätzen. Also man stellt sich schon Leser vor, die nicht unbedingt Spezialisten sein müssen in diesen Dingen, aber die irgendwie eine Art Vorkenntnis haben und ein bisschen kontrollieren können, ob das jetzt Unfug ist, was da steht oder nicht. So denkende Leser natürlich auch, die empfänglich dafür sind, logische Widersprüche zu erkennen oder so. Das diszipliniert einen selber auch beim Schreiben, dass man sagt, naja, man muss sich jetzt Mühe geben. Man kann jetzt nicht einfach nur so aus dem Impuls heraus etwas hinschreiben. Also ich denke, Schreiben setzt Lesen voraus. Ja, so diese Art von Lesern stellt man sich vor. Ob man das jetzt zu einer Formation zusammenfassen kann, die man dann Bildungsbürgertum nennt, da bin ich sehr skeptisch. Also da glaube ich, darf man nicht zu heroische Vorstellungen haben. Also Leser mit riesigen Bibliotheken stelle ich mir jetzt nicht vor. Also das kann so sein, aber das muss nicht so sein. Ich stelle mir meine Mutter vor, die liest die Zeitung durch, die ist Mitte 80, die hat auch die Zeit dafür und die ist nicht studiert, die ist auch keine Spezialistin für irgendeines dieser Themen. Und dann denke ich muss irgendwie so schreiben, damit sie das lesen kann und nicht nur liest, weil es halt ihr Sohn ist, der es geschrieben hat oder weil es in der FAZ steht, sondern dass man sagt, dass sie es verstehen kann, dass die Argumente einigermaßen klar sind und dann vielleicht noch letzter Punkt, eine Wunschvorstellung manchmal, ich stelle mir eigentlich gerne unaufgeregte Leser vor, also Leute, die jetzt nicht durch die Zeitung einfach nur in ihren Emotionen bekräftigt werden wollen. Ja, genau, und das wollte ich, endlich sagt es mal einer und so. Gibt es natürlich auch, aber mir sind eigentlich neugierige Leser wichtig. Also Leute, die sagen, ich kaufe die Zeitung, obwohl ich gar nicht weiß, was drin steht. Und das ist ein großer Unterschied, Stichwort Strukturwandel, zu Google. Die Leute finden, was sie suchen. Es gibt zwar bei Google auch so eine Zufallstaste, man kann da draufdrücken und dann bekommt man irgendwelche Texte geliefert, aber wer hat das jemals gedrückt? Ich glaube, ganz viele Leute wissen gar nicht, dass es diese Taste gibt. Man sucht etwas, man sucht ein Rezept für Lasagne oder man möchte was wissen, was über den Gazastreifen oder man möchte irgendwie wissen, was die Duineser Elegien sind oder so und dann findet man es und so. Man sucht etwas, man findet etwas. Zeitung ist ja nicht so. Also Zeitung enthält etwas, was Sie, wenn Sie die kaufen, nicht wissen. Sie wissen nicht, was auf Seite 5 steht. Und Sie bekommen auch viele Texte, von denen Sie gar nicht den Eindruck hatten, dass Sie auf der Suche nach ihnen waren. Also es wären so überraschungsfreudige Leser, die dann einfach sagen, ich vertraue der Zeitung, dass sie mir von Dingen berichtet, die interessant sind, ohne dass ich vorher ein Interesse angemeldet habe. Ja, so, das ist, glaube ich, auch so ein Wunsch, dass es möglichst viele von diesen Lesern gibt. Es gibt so einen amerikanischen Ausdruck oder englischen Ausdruck dafür, Serendipity, also dieses etwas finden, was man nicht gesucht hat, was aber trotzdem gut ist, also was jetzt nicht einfach nur ein Fund in so einem völlig kontingenten Sinne ist, sondern wo man sagt, ah ja,
Da hätte ich eigentlich danach suchen sollen, obwohl ich es gar nicht gemacht habe. Wir hatten einmal eine Zeit lang eine englische Ausgabe zusammen mit Herald Tribune. Das musste dann aus Kostengründen eingestellt werden, weil damals das Übersetzen so unfassbar teuer war. Das ist heute ja nicht mehr der Fall. Wir haben ja heute maschinelles Übersetzen, was schon recht gut ist. Und insofern ist es auch für die Leser, sagen wir jetzt mal im englischsprachigen Raum oder im Französischen oder im Italienischen, nicht schwer, einfach einen deutschen Text zu nennen, den irgendwie bei DeepL oder Google oder so einzuspeisen und dann ihre nationalsprachliche Fassung dazu bekommen. Insofern könnte es eine Internationalisierung der Leserschaft gegeben haben. Ich glaube, insgesamt gibt es auch eine Internationalisierung des Horizonts der Zeitung selbst. Man ist ja inzwischen doch auf jede Weltecke aufmerksam. Also man würde ja nicht sagen, Mittelamerika, egal, oder Afrika, egal. Ich würde vermuten, ich habe keine Untersuchung angestellt, dass die Zahl der Texte über Afrika zugenommen hat im Zeitablauf. Ja, weil die ganze Welt erstens zusammenhängt und zweitens interessant ist. Und hopefully so auch die Vorurteile abnehmen gegenüber bestimmten Weltgegenden, da sei gar nichts Interessantes los oder so, was natürlich so eine europäische Hochnäsigkeit gewesen sein kann. Also insofern vielleicht eine Internationalisierung nicht nur der Leserschaft, auch der vielen Leuten aus anderen Ländern, die jetzt in einer Stadt wie Berlin oder in Frankfurt ist die Dichte an Personen, die keinen deutschen Pass haben, enorm oder die keine deutschen Muttersprachler sind. Das kommt ja auch dazu zur Leserschaft, also jedenfalls potenziell. Ja. Aber auch eben eine Erweiterung des Welthorizonts der Redakteure. Wir haben nur ein ganz kleiner, fast lächerlich kleines Beispiel dafür. Wir hatten durch Marcel Reich-Ranitzky eingeführt, jede Woche eine Frankfurter Anthologie, ein Gedicht und eine Interpretation eines Gedichtes. Das ist jetzt, was Reich-Ranitzky nicht gemacht hat, offen für Gedichte anderer Sprachen. Ja? Da werden jetzt auch Gedichte von Robert Frost oder von Paul Valéry interpretiert. Auch eine Internationalisierung in einem ganz kleinen Mini-Bereich, der jetzt bestimmt nicht völlig ausschlaggebend ist, aber vielleicht ganz exemplarisch. Also das Verhältnis ist im Augenblick so 50-50. Ökonomisch betrachtet trägt die Druckauflage immer noch einen sehr großen Teil der Umsätze und insofern der Kosten. Aber das wird sich ändern. Ja, das wird sich mit jedem Jahr ein bisschen zugunsten der digitalen Produkte ändern. Wobei man sagen muss, die digitalen Produkte sind vielfältig. Es gibt eine Webseite, es gibt ein sogenanntes E-Paper, das heißt eine Art Faksimile der Zeitung, wo Sie die nur dann halt auf dem iPad lesen können. Und es gibt Abonnements auf alle Texte, die man dann digital lesen kann. Und das sind wiederum sehr unterschiedliche Leserschaften, die auf diese verschiedenen Versionen zugreifen. Aber insgesamt besteht gar kein Zweifel daran, dass sich das in Richtung des Digitalen verschieben wird. Einmal demografisch, weil junge Leute, ich sage jetzt mal Leute unter 35, für die ist die Printzeitung so etwas wie ein Telefon mit einer Wählscheibe. Also das kennen Sie so noch vom Hörensagen oder Sie sehen es in irgendwelchen alten Filmen, dass es diese Geräte gab. Aber eine gedruckte Zeitung ist für die eine Kuriosität. Das ist der demografische Grund. Es gibt aber auch ganz handfeste Gründe. Die Druckereien, die fehlen, die lieber Kartons für Amazon drucken als Zeitungen. Der Vertrieb, der sehr teuer
geworden ist. Also auch das übt einen gewissen Druck Richtung Print aus. Aber nach wie vor wird es Print geben und es wird es noch eine ganze Weile geben, wenn ich das richtig einschätze. Man sieht die Zukunft nicht, aber sofern gedruckt werden kann, werden wir noch eine ganze Weile drucken. Weil das gedruckt dann natürlich auch Vorteile hat. Es ist nicht nur ein altes, ja, es ist nicht nur eine Pferdedroschke, wo es jetzt heute schon Autos gibt, wo man dann schneller als mit dem Pferd irgendwo hinkommt, sondern sie hat ja auch Vorteile der Orientierung zum Beispiel. Man sieht eine Zeitungsseite und kann relativ schnell feststellen, was ist der wichtige Text, was sind überhaupt die Texte, die da draufstehen. Während wenn Sie im Internet scrollen müssen und so, dann ist es etwas mühselig. Empirisch ist es auch so, dass Leute, die im Internet lesen, weniger lesen als Leute, die in der Zeitung lesen. Das ist einfach so. Das hat auch wieder mit diesem etwas finden, was man nicht gesucht hat, zu tun. Also es wird noch eine ganze Weile diesen Druck geben, weil er eben auch praktisch ist für viele Leser. Aber die Gewichte werden sich Richtung digital verschieben. Es ist ganz bemerkenswert, dass ein Großteil der Leute, die digital lesen, das alles auf dem Smartphone lesen. Also eigentlich auf einer, ja, wie soll man sagen, auf einer Technik, die auch ihre gewissen Mühseligkeiten mit sich bringt. Das ist ja alles sehr klein und gut, man kann es großziehen, das ist wiederum ein Vorteil. Auch des iPads zum Beispiel für Leute, deren Sehstärke nachlässt. Die Zeitung können Sie nicht hochzoomen im Print, aber die können digital können Sie die Buchstaben relativ beliebig groß machen. Aber wie gesagt, die meisten dann doch auf dem Telefon. Und wenn Sie heute eine Bahn oder eine U-Bahn betreten, dann sehen Sie das ja sofort. Also dutzendweise Personen, die über ihr Smartphone gebeugt sind. Und das heißt für uns dann auch, da müssen wir drüber nachdenken, was bedeutet das für uns? Was bietet man wie an auf diese Weise? Und immer auch ein bisschen verbunden, das ist ja wichtig für jetzt gerade so eine Zeitung wie unsere, wie teilt man mit, dass das jetzt von uns kommt und nicht irgend so ein Text ist? Ja? Das ist ja für uns, wenn wir Kunden, Leser, Leute, die sich auch noch für anderes interessieren als für das, was sie gerade im aktuell lesen, im Augenblick, wenn wir uns dafür interessieren, dann heißt das, dass wir aufmerksam machen müssen für alles andere, was wir auch noch im Angebot haben. Und da liegt eine gewisse Stärke, glaube ich, der Zeitung drin, dass wir relativ viel im Angebot haben und wir eben nicht sagen, ich weiß nicht, Ballett in Venedig, das lassen wir mal, das interessiert ja keinen, oder Astronomie oder Wissenschaftstheorie der Astronomie oder solche Spezialitäten, das halten wir vor, weil es interessant ist. Stichwort Aufklärung. Man weiß ja nicht genau, was wichtig ist. Also in Konkurrenz zu den sozialen Medien stehen wir insofern, als Leute nur eine bestimmte Lesemenge am Tag haben werden. Es ist unwahrscheinlich anzunehmen, dass sie auf Instagram, Facebook, Twitter, bei der FAZ, bei der Süddeutschen, bei der Zeit und beim Spiegel sind. Also die Schätzungen schwanken ein bisschen, aber mehr so als 1 Stunde oder 1,5 Stunden am Tag bringen selbst die Intensivleser nicht auf für eine Zeitung. Das kann man ja auch verstehen. Und insofern ist, wenn jemand von dieser 1 Stunde eine halbe Stunde auf Twitter verbringt, die ist dann schon mal weg. Wir sind natürlich auf diesen Kanälen auch und weisen auf unsere Texte hin. Aber insofern existiert eine Konkurrenz. Das ist ja, ich bin von der Herkunft Ökonom, in gewisser Weise konkurrieren ja alle Produkte mit allen Produkten, weil sie $1 oder £1 oder €1 nur für eine Sache ausgeben können. Entweder für Erdbeeren oder für Kugelschreiber. Insofern konkurrieren selbst die Erdbeeren und die Kugelschreiber um diesen $1, obwohl sie als Produkte nichts miteinander gemeinsam haben. Und das ist jetzt die wichtige Frage. Konkurrieren wir sozusagen auch geistig mit den sozialen Medien? Und da würde ich sagen, nicht so stark, weil dort ist ja, jedenfalls in denen, die jetzt so ihren
ihren Zenit haben, also Instagram, TikTok, so. Das ist ja sehr kurz, was da mitgeteilt wird. Ja? Es ist schon kurz, was in den Tagesthemen abends mitgeteilt wird. Wir könnten den Text der Tagesthemen, den würden wir relativ locker auf einer halben Zeitungsseite unterbringen, würde ich mal schätzen. So, ja? Mehr als eine ganze ist es bestimmt nicht. Und so eine FAZ hat, weiß ich nicht, 35, 40 Seiten am Tag. Also da konkurrieren wir konkurrieren zum Beispiel nicht um Kürze, also dass wir sagen, jetzt müssen wir auch so kurz werden. Und wenn wir es untersuchen, ist es gar nicht so, dass die kurzen Texte mehr gelesen werden als die langen. Das korreliert eigentlich praktisch kaum miteinander. Ja? Das ein langer Text, vorausgesetzt, er ist gut geschrieben, vorausgesetzt, er hat ein interessantes Thema, vorausgesetzt, er ist gut präsentiert, hat genau dieselben Lesechancen wie ein kurzer Text. Insofern würden wir niemals sagen, weil um uns herum sehr, sehr viele kurze Texte auf einmal Leser gewinnen, müssen wir es auch mit kurzen Texten darauf antworten. Oder mit den Themenverengungen, also wenn ich mir Twitter anschaue, dann hat man den Eindruck, es kann an der eigenen Timeline liegen, aber man hat den Eindruck, zu einem und demselben Moment konkurrieren so 6 bis 8 Themen miteinander. Ja? Die Zeitung hat jeden Tag, ich habe es nicht gezählt, aber Aberdutzende von Texten, zu Aberdutzenden von Themen. Also insofern würde ich sagen, eine geistige Konkurrenz gibt es eigentlich nicht. Es ist vielleicht sogar im Gegenteil so, und das meine ich jetzt gar nicht kulturkritisch gegen diese Medien, dass wir bemüht sind, gewisse Leerstellen oder blinde Flecken dieser Kommunikation in sozialen Medien auszugleichen. Also Hintergrundinformation, Argumentation, stärkere Prüfung. Ich würde sagen, Entemotionalisierung von bestimmten Themen, zu sagen, was wissen wir eigentlich darüber oder was kann man sinnvollerweise behaupten. Es ist ja manchmal merkwürdig auf Twitter zu sehen, dass 2 Leute einen Streit ausfechten zu irgendeinem Thema und dann so ganz lange, das nennen die dann Threads, also so Fäden, immer so, weil sie ja nur in einen Twitter-Spalte nur eine bestimmte Anzahl von Zeichen unterzubringen, müssen sie also mehrere schreiben und haben dann manchmal 10 Tweets hintereinander. Und das wirkt völlig kurios, weil man sagt, ihr könntet euch doch auch einfach E-Mails schreiben, dann hättet ihr sowieso keine Mengenbegrenzung. Es hat so ein bisschen etwas, wie wenn man mit Schwimmflossen durch ein Kaufhaus gehen würde. Wenn man sagt, das ist jetzt nicht das Medium für Schwimmflossen, ein Kaufhaus. So ist eigentlich für eine Diskussion diese rigide Mengenbegrenzung, ja, vielleicht nicht die günstigste Voraussetzung, wenn man einander nur mit Aphorismen oder Beschimpfungen begegnen kann. Oft sind ja dann die Unterhaltungen auch so, dass an ihrem Ende irgendwie steht, dass einer den anderen blockiert oder abschaltet oder sagt, mir reicht's jetzt oder so. Und da wären unsere Textsorten ein Vorschlag, mit einer angemessenen Menge, wir produzieren ja auch keine Abhandlungen in der Zeitung oder keine Bücher, aber in einer Menge, die also zwischen dieser unangemessenen Kürze und der vielleicht manchmal unangemessenen Länge von Texten irgendwo einen mittleren Diskussionsraum eröffnen. Es gibt viele Beispiele dafür, dass Journalisten nicht als Aufklärer auftreten, sondern als Sprachrohre oder als Aktivisten oder mit der kuriosen Idee, man müsse das, was es in der Welt schon gibt, nämlich irgendeine Partei, nochmal als Textform produzieren oder für sie werben. Also insofern, Journalisten müssen
nicht Aufklärer sein. Es wäre vielleicht besser, sie wären es immer, aber sie sind es nicht immer. Ob Börne ein Aufklärer war, ist eine interessante Frage, weil er lebt ja so in einer Zwischenphase. Die revolutionären Situationen in Frankreich sind irgendwie noch da. Ja, in Deutschland bereitet sie sich so vor, aber es wird ja dann auch nichts so Rechtes aus der Revolution. Und Börne war natürlich ein großer Polemiker. Also er konnte wunderbar angreifen und auch schimpfen. Das ist sicherlich ja auch etwas, was im Journalismus immer mal wieder vorkommt, dass man gewisse rhetorische Qualitäten braucht, um die Aufmerksamkeit für ein Argument zu erzeugen. Er war kein Aufklärer im Sinne jetzt, sagen wir mal, der Enzyklopädisten. Also ich stelle ihn mir eigentlich, nach allem, was ich von ihm gelesen habe, nicht als jemanden vor, der aus der Wissenschaft kommt. Er kommt ja aus einer sehr spezifischen Situation, Frankfurter Jude, das Eingezwängtsein der jüdischen Bürger in diesen Ghetto-Situationen und dann in Frankreich irgendwie eine Gesellschaft, die mehr nach Freiheit schmeckt, als das in Deutschland der Fall war. Insofern kommt er aus einer Kampfsituation, würde ich sagen. Das muss jetzt heute für Journalisten nicht durchweg gelten. Also dass sie sagen, aus einem Kampf zum Journalismus kommen. Also vielleicht überwiegt da bei vielen unserer Kollegen eher die Freude am Schreiben und die Neugier auf bestimmte Themenfelder. Das hätte Börne nicht so ausgeglichen beschrieben, seine eigene Tätigkeit. Aber aufklärerische Wirkungen hatte das natürlich, weil, stellen Sie sich die Situation am Anfang des 19. Jahrhunderts vor, Paris war endlos weit weg. Das war noch so, als ich hier 1983 in Berlin angefangen habe zu studieren, da gab es eine sogenannte romanische Buchhandlung in Berlin, die so französische, italienische, spanische Werke hatte. Und wenn man da etwas bestellte, dann dauerte das gefühlt 6 Wochen, bis das Buch da war. Das können wir heute gar nicht mehr nachvollziehen, weil heute kann ich es um 21:05 Uhr auf Kindle runterladen und so. Und das verändert natürlich das Verhältnis zum Beispiel zu politischen Dingen, die in Frankreich stattfinden. Dass es dann eine Handvoll Leute, das waren ja nicht viele, gibt, die darüber berichten in deutschen Zeitschriften, die dann ihrerseits wieder eventuell der Zensur unterlagen und irgendwelche Prüfungen durchstehen mussten. Das war dann schon ein Akt der Aufklärung, dass man überhaupt erst erfuhr, was findet da überhaupt statt und dass man es in einer angemessenen Zeitspanne erfuhr und nicht Jahre danach. Also insofern war es mediengeschichtlich eine ganz besondere Situation und er war Journalist, also es gibt diesen Beruf, wenn man so will, schon, ja. Und den gab es ja auch. Im 16. Jahrhundert gibt es ja keine Journalisten. Also wenn ich nicht irgendetwas übersehen habe. Und insofern ist er ein Zeitgenosse, aber man merkt den Sachen schon an, ob sie von 5 Leuten gemacht werden oder von 50.000. Ja, das ist ein anderer Journalismus. So wie es ja auch in der Wissenschaft so ist, dass man vielleicht etwas überspitzt sagen kann, lange Zeit gab es keine Wissenschaft, es gab nur Wissenschaftler. Hier Herrn Newton, dort Herrn Leibniz, dort Herrn Clark und so weiter. Ja, die kannten sich alle und so. Heute ist das ja auf jedem Teilgebiet gar nicht mehr möglich, dass man alle Sprecher oder Sprecherinnen kennt. Und insofern hat sich die Wissenschaft auch verändert, einfach durch dieses Größenwachstum. Also für das gegenwärtige Feuilleton ist charakteristisch
dass es, ich würde sagen, seit ungefähr 30 Jahren vielleicht sind es auch 40, alles behandeln kann. Also nicht mehr nur auf die Künste und auf die Rezensionen beschränkt ist, also Bücher, Schauspiele, Opern und so weiter, sondern über Wissenschaft schreibt, über Ökonomie schreiben kann, über gesellschaftliche Entwicklung, über Konflikte, über Präsidentenwahlen und was nicht alles in der Welt so stattfindet. Das ist eine immense Erweiterung der Themenvielfalt des Feuilletons. Gleichwohl hat es sein Standbein immer noch in den Künsten. Also wir würden, wenn wir über Donald Trump schreiben, würden wir das nicht 4-mal die Woche machen. Das kann der Politikteil machen. Aber wir würden das dosieren. Ja. So. Der zweite Punkt beim Feuilleton ist, finde ich, wichtig. Das Feuilleton ist nicht so zeitkritisch wie die anderen Ressorts. Das zeitkritischste Ressort ist der Sport. Die wissen irgendwie 10 Jahre voraus, wo die Olympischen Spiele sein werden und müssen dann aber 5 Minuten nach dem Ablauf des Rennens oder des Fußballspiels den Bericht haben. Ja? Das ist also extrem zeitkritisch und die Information zerfällt auch sofort. Sie können nicht sagen, Champions League Finale, das machen wir übermorgen. So, dann ist es schon zu spät, dann machen Sie es besser gar nicht. Ja? Aber auch Politik und Wirtschaft sind an einem Nachrichtenstrom tätig. Ja? Irgendwas passiert, irgendjemand besucht China oder irgendein Handelsabkommen wird geschlossen oder eben auch nicht. Irgendeine Wahl wird entschieden und dann muss das an dem Tag auch gemacht werden. Das Feuilleton hat nicht so viele Themen, die zwingend an dem Tag gemacht werden müssen. Die Nachrufe vielleicht, aber ob jetzt der Kinofilm X oder das Theaterstück Y, wenn es am Freitag veröffentlicht wird oder stattfindet, ob das jetzt am Samstag schon in der Zeitung ist oder erst am Montag. Ich habe da noch nie einen Leserbrief bekommen, der sich darüber beklagt hat. Ja? Oft nicht mal darüber, wenn wir etwas auslassen, denn wir können natürlich gar nicht alle Theaterereignisse würdigen oder alle Kinofilme. Dazu sind es viel zu viele. Also das ist eine weitere Eigenschaft des Feuilletons, dass wir nicht so viele zeitkritische Themen haben. Und dann haben wir natürlich die Begründung, wenn man sagt, ihr könnt alles machen, aber es gibt keinen Druck, es gleich zu machen oder es überhaupt zu machen, dann haben wir natürlich ein Auswahlproblem. Was machen wir denn jetzt eigentlich? Was sind eigentlich die Kriterien dafür, dass wir etwas machen? Und das ist der Diskurs in der Redaktion. Da spielt das Prinzip Abwechslung eine Rolle, hatte ich schon gesagt. Also wenn am Montag Trump, dann am Dienstag bestimmt nicht nochmal Trump. Und auch ein bisschen das Ingenium, würde ich sagen, der Redakteure, ja, die dann irgendeine Sache vertreten, das Argument präsentieren, sagen, darüber müsste man doch mal schreiben. Und dann wird in der Redaktion geklärt, ob man darüber wirklich mal schreiben müsste oder ob wir das schon hatten oder ob das so interessant nun auch wieder nicht ist. Also das ist eine spezielle Situation im Feuilleton, das nicht so sehr entlastet ist durch die Umwelt. Also niemand würde in der politischen Redaktion darüber diskutieren, ob man die Rheinland-Pfalz-Wahlen macht oder nicht. Natürlich macht man sie, ist ja gar keine Frage. Und sagen wir mal, so etwas, diesen größeren Freiheitsgrad, den wir da haben, der erinnert ein bisschen, würde ich sagen, an die ganze Tradition des Feuilletons seit der Französischen Revolution oder auch seit der großen Zeiten der Wiener Journalisten und Essayisten. Oft sind es ja dann auch gar nicht, Alfred Polgar würde ich jetzt gar nicht als Journalisten bezeichnen, sondern das war jemand, der sich einfach Gedanken gemacht hat und sie auf eine witzige Art sozusagen aufgeschrieben hat. Auch das spielt noch hinein in unsere Textform. Und insofern ist es eine thematisch sich erweiternde oder erweiternd habende Form der Mitteilung, die aber doch auch sehr mit Bezügen auf Tradition arbeitet. Also ich würde vermuten, ohne dass ich eine Studie dazu hätte, dass Verweise auf frühere Zeiten und Autoren und Werke im Feuilleton viel häufiger sind als in der Politik. Da kommt vielleicht mal Tocqueville vor oder so etwas, aber so insistent, dass man sagt, ja, hier Diderot oder das hat Karl Kraus auch schon so gesagt oder da war Karl Kraus ganz dagegen, das ist typisch Feuilleton. Insofern ist es
wenn es gut geht, eine traditionsbewusste Form des Journalismus.